Die Umwelt und das Ende der Welt. Beinahe täglich hören wir von Umweltkatastrophen, Dürren, Überschwemmungen, Artensterben. Der Klimawandel vollzieht sich unaufhaltsam und die Erderwärmung steigt immer weiter. Wohin führt dieser Weg? Die spiritistische Lehre gibt uns Antworten und Erklärungen auf diese Frage. Der Weltklimarat schreibt in seinem Bericht vom Februar 2022: Der Klimawandel ist weltweit voll im Gang. Orkanstürme, Überschwemmungen und Dürren oder längere Trockenperioden nehmen zu. Es müsse schneller gehandelt werden und mehr getan werden, um die Erderwärmung, wie im Pariser Klimaschutzabkommen vereinbart, auf 1,5 bis 2 Grad zu begrenzen. Fast die Hälfte der Menschen lebt bereits jetzt in der Gefahrenzone. Viele Ökosysteme sind bereits jetzt an dem Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. So UN-Generalsekretär Antonio Guterres anlässlich der Pressekonferenz zur Veröffentlichung des IPCC-Berichts im Februar 2022. Wir leben schon jetzt mitten in der Klimakrise. Und diese Klimakrise verstärkt andere Krisen. Sie wirkt sich beispielsweise negativ auf die biologische Vielfalt, die Ernährungssicherheit und die menschliche Gesundheit aus. Die negativen Folgen der Klimakrise betreffen alle Menschen und Regionen. Am stärksten treffen sie jedoch vulnerable Staaten des globalen Südens, Staaten, die am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben. Der Klimawandel ist ein weltweites, sehr bedrohliches und angsteinflößendes Problem. Die Ursachen sind mittlerweile hinreichend bekannt, und doch sehen wir wenig Bereitschaft zur Veränderung und zu konkretem Handeln. Es wird noch viel zu wenig getan und die Menschen und Nationen arbeiten nicht wirklich zusammen, um die Herausforderungen gemeinsam zu lösen. Vielleicht kann man unter diesen Umständen zu einem Zukunftspessimisten werden oder gar Ängste entwickeln, das Ende der Welt stünde bevor. Nun, was sagt die spiritistische Lehre über den Sinn von Naturkatastrophen? Im Buch der Geister von Allan Kardec, herausgegeben 1857 in Paris, lernen wir dazu unter der Überschrift Verwüstende Landplagen, Frage 737. In welcher Absicht schlägt Gott die Menschheit mit verwüstenden Landplagen? Und die Antwort lautet, um sie schneller fortschreiten zu lassen. Sagten wir nicht, dass die Zerstörung notwendig sei zur moralischen Erneuerung der Geister, die in jedem neuen Dasein einen neuen Grad der Vollendung erlangen? Das Ende muss man sehen, um die Resultate zu würdigen. Ihr beurteilt jene nur nach eurem persönlichen Gesichtspunkt und ihr nennt sie Landplagen wegen des Schadens, den sie euch verursachen. Aber diese Umwälzungen sind oft notwendig, um schneller, das heißt oft in wenigen Jahren, wo es sonst viele Jahrhunderte gebraucht hätte, eine bessere Ordnung der Dinge herbeizuführen. Ein paar Hinweise zur besseren Verständnis dieser Aussagen. Aus Sicht der spiritistischen Lehre sind wir Menschen unsterbliche Geister, die vorübergehend in einem Körper hier auf der Erde inkarniert sind, um uns zu entwickeln, um zu lernen, intellektuell und vor allem moralisch. Naturkatastrophen sollen uns also bei der moralischen Erneuerung helfen. Mit dem Klimawandel haben wir es allerdings mit einem weltweiten Phänomen zu tun, mit Auswirkungen, die die ganze Menschheit betreffen. Der Grund hierfür ist, dass es sich aktuell um eine kollektive Herausforderung und damit um einen kollektiven Lernprozess handelt. Nach unserem Verständnis sind wir mitten in einer Phase der globalen Transformation der Erde und der Menschheit.
Und hierzu möchte ich aus einem weiteren Buch von Alan Kardec zitieren, das Buch Genesis. Dort lesen wir im Kapitel 18 unter der Überschrift Die Zeit ist gekommen, Punkt 2. Danach können wir sagen, dass unser Globus wie alles Existierende den Gesetzen des Fortschritts unterworfen ist. Er schreitet physisch durch die Umformung der Elemente fort, die ihn ausmachen, und sittlich-moralisch durch die Läuterung der inkarnierten und nicht inkarnierten Geistwesen, die ihn bevölkern. Diese beiden Wege folgen einander und laufen parallel, denn die Perfektion der Wohnung hängt von der des Bewohners ab. Und weiter heißt es unter Punkt 5, die Menschheit hat bis heute unzählige Fortschritte gemacht. Die Menschen sind durch ihre Intelligenz zu Ergebnissen gelangt, die sie niemals zuvor erreicht hatten, in Bezug auf die Wissenschaften, bildende Künste und materiellen Wohlstand. Ihnen bleibt noch ein riesiger Fortschritt übrig, unter sich Nächstenliebe, Brüderlichkeit und Solidarität herrschen zu lassen, um sittliches Wohlbefinden zu gewährleisten. Und dann lesen wir unter Punkt 8, wenn man euch sagt, dass die Menschheit in einer Phase der Transformation gekommen ist und die Erde in der Hierarchie der Welten aufsteigen wird, so seht in diesen Worten nichts Mystisches, sondern im Gegenteil die Erfüllung eines der großen schicksalhaften Gesetze des Universums. Wir können also zusammenfassen. Wir sind auf der Erde mitten in einer Phase der Transformation von einer Welt der Prüfungen und Wiedergutmachungen zu einer Welt der Erneuerung. Die Herausforderungen, Epidemien, Kriege und Naturkatastrophen sind Teil des Prozesses des Übergangs. Und es geht darum, Nächstenliebe, Geschwisterlichkeit und Solidarität zu entwickeln. Verständlicherweise erzeugen diese großen Herausforderungen bei vielen Menschen Angst. Was hilft gegen diese Angst? Das Verständnis, dass dieser Prozess von Gott gewollt und begleitet wird und dass es einen Grund dafür gibt, nämlich unsere moralische Weiterentwicklung. Hierzu ein Auszug einer Botschaft des Geistwesens Mirames aus dem medial geschriebenen Buch O Mestre des Estrelas, was so viel bedeutet wie der Meister der Sterne. Dort heißt es, beruhige dein Herz, denn es ist ein Moment des Schmerzes im Planetenhaus. Die kollektive Persönlichkeit erfordert Veränderungen und die Zeit ist gekommen. Es gibt keine Opfer. Was es gibt, sind Neuanpassung, Erlösung und Prüfung. Zu akzeptieren, was wir nicht ändern können, ist eine weise Entscheidung des Geistes, der im Laufe der Zeit geschmiedet wurde und des Leidens müde ist. Fürchte dich nicht. Es gibt kein einziges Blatt, das von einem Baum fällt, ohne dass es Gottes Wille ist. So Mirames am 12.04.2011. Was ist zu tun? Stellen wir uns die Menschheit als eine Familie vor und teilen wir unser Leid und unsere Not. Halten wir zusammen, entwickeln gemeinsam Ideen, die uns helfen. Analysieren wir achtsam die Folgen unseres Handelns gegenüber der Schöpfung, der Natur, den Tieren, den Lebewesen im Wasser, der Erde und übernehmen Verantwortung für unser Tun. Die globalen Herausforderungen können wir als Menschheit nur gemeinsam lösen, wenn wir uns mit Liebe, Nächstenliebe und Solidarität begegnen, jeden so behandeln, wie auch wir behandelt werden wollen, nicht nur auf individueller Ebene, sondern auf Ebene der Nationen, der Ethnien, der Religionen und geschwisterlich zusammenstehen. Dann werden wir in der Lage sein, die Herausforderungen zu meistern. Wir sind nicht allein.
Wir werden wunderbar begleitet und behütet von Gott und von vielen weiterentwickelten Geistwesen, die uns durch Intuitionen mit ihrem Rat und ihrer Liebe zur Seite stehen. Daher ist es wichtig, auch die spirituelle Seite unseres Daseins zu stärken und weiterzuentwickeln, indem wir regelmäßig beten, Ruhe und Zuversicht ausstrahlen, denen, die leiden und ängstlich sind, helfen und ein freundliches Wort des Trostes und der Hoffnung geben und so ein Licht im Dunkeln sind. Machen wir uns bewusst, dass wir unsterbliche Geister sind, dass Gott uns nie allein lässt, wir vertrauen dürfen und voller Zuversicht sein können. Wirken wir im Kleinen, in unserer Familie, bei der Arbeit, im Freundeskreis, in unserem Umfeld und seien wir so ein Beispiel für Veränderung, Zuversicht und Nächstenliebe. Schließen möchte ich noch einmal mit einem Satz von Miramis vom 11.05.2010. Wir wissen, dass der Moment auf dem Planeten selbst schwierig ist. Aber wir wissen auch, dass ihr euch in dieser Zeit des Übergangs nicht durch einen Zufall der Natur reinkarniert findet. Alles ist in Übereinstimmung mit euren Notwendigkeiten der Evolution. Vielen Dank.